meine heimliche Freiheit, initiiert von der Exil-Iranerin Masih al-Nijad. Um gegen den Kopftuchzwang in ihrem Heimatland zu protestieren, postet sie ein Foto von sich auf Facebook ohne Hijab. Zahlreiche iranische Frauen folgen ihrem Beispiel. In Iran tobt ein täglicher Krieg um meinen Lebensstil. Sie haben Gewehre und Kugeln. Wir haben Facebook, Twitter, Instagram. Sie können uns nicht zum Schweigen bringen. Deshalb verliere ich niemals die Hoffnung. Auch für andere Menschen können Proteste auf Social Media eine Lösung bieten. Wie bei der Kampagne ME-Action. Menschen mit dem chronischen Erschöpfungssyndrom ME leiden unter Schmerzen und Schwächeanfällen. ME ist so wenig bekannt, dass Patienten falsch diagnostiziert, teilweise sogar als psychisch krank eingestuft werden. Ans Bett gefesselt kämpfen Betroffene nun auf Social Media um Anerkennung. Unter den Hashtags ME-Action und Not Enough for Me fordern sie unter anderem mehr Geld für die Erforschung ihrer Krankheit. Ein Video oder Foto von sich selbst posten, mit einer Message auf einem Stück Papier. So einfach die Idee auch ist, in manchen Fällen kann das wirklich etwas bewegen. Und sei es nur Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Thema zu lenken. Aber kann Online-Protest echte Veränderungen bewirken oder muss sich die Bewegung dafür in der realen Welt fortsetzen? In Form von Demonstrationen zum Beispiel. Was meint ihr? Für welche Ziele habt ihr euch schon im Netz eingesetzt oder seid ihr dafür sogar schon mal auf die Straße gegangen? Schreibt uns bei Facebook, YouTube oder debi.com. Das war's von mir. Bis bald. Kann eine Fernsehshow ein Land verändern? Im Sudan waren Startups kein Thema, bis Maschinen kam. Jetzt wollen Gründer die Wüste bekühlen und Pflanzenplagen in Schmuckstücke verwandeln. Motivation für ein Land, das am Boden liegt. Sudan, die Show mit den Startups. In 60 Minuten auf DW. Beethoven ist für mich. Beethoven ist für dich. Beethoven ist für ihn. Beethoven ist für sie. Beethoven ist für euch. Beethoven ist für uns. Beethoven ist für alle. Beethoven 2020, das Jubiläumsjahr auf DW. Machtkalkül, Ablenkungsmanöver oder die Erfüllung eines Traums. Mit der Rückumwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee in Istanbul hat der türkische Präsident im In- und Ausland unterschiedliche Emotionen ausgelöst. Hier ist der Tag. Ich bin Tina Gerweißler. Herzlich willkommen. Heute wurde in dem Weltkulturerbebau im Herzen Istanbuls das erste Freitagsgebet seit vielen Jahrzehnten abgehalten. Im Beisein Erdogans und tausender Gläubiger. Die christlich-orthodoxe Kirche spricht allerdings von einem Tag der Trauer. Erleichterung im Fall Hella Mewis. Die im Irak entführte deutsche Kulturmanagerin konnte am Freitag von irakischen Sicherheitskräften befreit werden. Sie war am Montag in Bagdad verschleppt worden. Und China schlägt im diplomatischen Scharmützel mit den USA zurück. Peking ordnete an, den Betrieb der US-Vertretung in der Stadt Chengdu einzustellen. Eine Reaktion auf die Schließung des chinesischen Konsulats in Houston, Texas, durch die US-Regierung.
Moschee, Weltkulturerbe, Museum und jetzt wieder Moschee. Die Hagia Sophia in Istanbul hat eine bewegte Geschichte und dieser Tag gehört dazu. Denn zum ersten Mal seit 86 Jahren wurde in dem Bau heute wieder ein muslimisches Freitagsgebet zelebriert. Mit dabei Präsident Erdogan. Im Vorfeld hatte es international Kritik gegeben. Bundesaußenminister Maas sagte etwa, er könne die Entscheidung nicht nachvollziehen, da der Weltkulturerbestatus des einzigartigen Gebäudes eine Bedeutung weit über die Türkei hinaus habe. Zu Zehntausenden sind sie gekommen, um zu beten. Zum ersten Mal seit mehr als 80 Jahren wieder an einem Freitag im Istanbuler Wahrzeichen Hagia Sophia. Für den türkischen Präsidenten Erdogan geht damit ein Traum aus Jugendjahren in Erfüllung, wie er selbst sagt. Erst vor 2 Wochen hatte die türkische Regierung vom obersten Verwaltungsgericht die Erlaubnis erhalten, das Museum wieder in eine Moschee umzuwandeln. Sie ist zu ihrer Bestimmung zurückgekehrt. Sie war eine Moschee und ist nun wieder eine Moschee. Die christlichen Fresken und die berühmten Mosaike sind während des Gebets verhangen. Fast 1000 Jahre lang war die Hagia Sophia die größte Kirche des Christentums. Gebaut im 6. Jahrhundert als Machtsymbol vom byzantinischen Kaiser Justinian. Hier wurden die Kaiser gekrönt. Nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen rund 900 Jahre später wurde die Kirche als Moschee genutzt. Bis Republikgründer Atatürk sie 1934 zum Museum machte. Religion und Staat getrennt. So steht es seitdem in der Verfassung. Nun ist die Hagia Sophia also wieder Moschee und die meisten Türken freuen sich. Wir sind an der Hagia Sophia, die Sultan Mehmed erobert hat. Ich denke, es ist richtig, sie als Moschee und nicht als Museum zu nutzen. Ich bin aufgeregt. Es sind so viele Menschen hier. Ich kann meine Gefühle kaum ausdrücken, aber mir laufen Freudentränen übers Gesicht. Ich bin so froh. In meinem eigenen Land war die Moschee, die Sultan Mehmed erobert hat, verschlossen. Und nun ist sie wieder offen. Ich fühle mich gesegnet. Doch es gibt auch kritische Stimmen im Land. Erdogan versuche von der wirtschaftlichen Misere abzulenken und das Land zu islamisieren. Jeder einzelne Türke, auch wenn er für die AKP, die Regierungspartei oder die islamistische Partei stimmt, ist insgeheim oder offen stolz darauf, anders zu sein als andere muslimische Nationen. Wie die Europäer sind wir säkular. Und das ist die Originalität der Türkei. Jetzt nehmen sie diesen Stolz weg, gleichzeitig muslimisch und säkular zu sein. Das war das Projekt Kemal Atatürks. Die Öffnung, eine Demonstration der Stärke des türkischen Machthabers. Erdogan hat versprochen, dass die Hagia Sophia offen bleiben soll für alle. Touristen können das UNESCO-Weltkulturerbe außerhalb der Gebetszeiten besuchen. Das erste Freitagsgebet in der Hagia Sophia seit 86 Jahren. In Istanbul ist unsere Türkei-Korrespondentin Julia Hahn. Diese Rückumwandlung in eine Moschee, die war ja schon länger eingefädelt. Schon 2017 ernannte die türkische Religionsbehörde einen Imam. Welche Motive und Ziele stecken genau hinter der Wiedereröffnung? De Asuntos Exteriores en discusión con las autoridades españolas y catalanas para que ellas, y este es el caso, aseguren que en la otra dirección los flujos provenientes de España hacia Francia sean lo más limitados posible. Se descarta el cierre de fronteras con España que reabrieron tras el levantamiento del estado de alarma el pasado 21 de junio, pero supone un durísimo contratiempo para el sector turístico. También Noruega impondrá una cuarentena a las personas procedentes de España, que notificaba este viernes otros 922 contagios en 24 horas y 10 nuevos fallecidos en la última semana. Los nuevos brotes afectan a diversas regiones que han incrementado las restricciones, especialmente en el sector del ocio nocturno. Debido al coronavirus, las familias quedaron confinadas en sus hogares. Entonces aumentó considerablemente el abuso infantil, tanto físicamente como a través de Internet. La Comisión Europea trabaja para poner fin al problema.
Europe has become the hub of Europa se ha convertido en el centro de acogida de este asunto y se ha informado de que la situación en varios Estados miembros ha empeorado durante la pandemia. Ahora es realmente importante que tomemos medidas muy firmes para proteger a los niños. Por eso vamos a obligar a las empresas que tienen actividad en la red a detectar este material para retirarlo e informar de ello y para que lo remitan a las autoridades. You hear us calling for mass and increased mayors and even smaller city mayors. As the problems they face become more complex and harder to solve, their solutions seem to become more frivolous and more disconnected from reality. Have a U-turn on schools going back, and of course he's abandoned his plans to hold a huge event for his convention in Jacksonville, Florida. Now, what has changed? The medical advice has remained consistent. What's changed is Donald Trump's position in the polls, which to say the least are precarious. And I think his new campaign manager has gone to him, sat him down, given him a bucket of ice cold water and said, this is serious. You have to change direction on these things. A lot of people are guffawing and laughing at Donald Trump, having to perform U-turns. I'm sure there are some people who are writing, this could be the worst week ever of Donald Trump's presidency, because he's had to do humiliating things that show weakness. But if he wins in November, I think the campaign strategists will say, this was his best week ever. Well, as we heard, one of those shifts in tone from President Trump was encouraging Americans to start wearing masks, but he stopped short of making them mandatory. One place, though, that wants to do that is the city of Atlanta. But in a sign of just how divisive the issue has become, Georgia's state governor has launched a lawsuit to stop this from happening. Well, joining me from Atlanta is Dr. Karen Landman. She's an infectious disease specialist and a medical journalist, so the ideal person to speak to about this. Thanks very much for joining us. How important is it in terms of public health for leaders to kind of model appropriate behaviour? Oh, I think it's critical. People take messages from the top, and when we see our leadership doing the right thing and talking about doing the right thing and consistently doing the right thing, we tend to feel better about doing the right thing, especially in polarized environments like we're in right now. Now, when I've been out and about and in situations where you're required to wear a mask, where people aren't, there are stares, there's a bit of, there's social pressure, a bit of social stigma. Why isn't that enough? Why do some governors, states, mayors want to enforce people wearing masks? And is there any evidence that that's more effective? Oh, well, I think whatever you've experienced is not a universal experience. Not in my city, not in my state, and not in my country. Certainly not in the world. In different parts of Atlanta, in different parts of the state, the norms are very different from other parts of the city or state. And I think it's very... it's tempting to feel, to try to put faith in people's desire to do the right thing by each other. But I think in the environment we're in right now, we just can't really rely on people's internal, intrinsic